Hallo zusammen und herzlich willkommen beim neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man den neuen 17er Swing-Vergaser am Puch Velux X30 montiert. Um diesem Tutorial zu folgen, braucht ihr etwa 20 bis 40 Minuten, je nach Kunst des Schraubers. Was wir dazu brauchen, sind natürlich die Teile des neuen Vergasers, Vergaser selbst, neuen Luftfilter, Swing, Velux Luftfilter mit dem Racing Sieb, damit wir genügend Durchzug haben, und natürlich den Ansaugstutz in der richtigen Dimension, dazu Dichtung, O-Ring und dann am Schluss natürlich noch ein Düsenset. Eignen tut sich dieses Video für jeden Motor dieser Bauart, also das ist der EX30 Motor vom Puch Velux, gibt es aber natürlich auch auf anderen Modellen. Zuerst entfernen wir natürlich unsere alte Vergaserversion, ich sage jetzt nicht original. Da haben wir Luftfilter, kurze Sache, das ist ein gesteckter. Hier haben wir eine Spezialversion, das Endstück dieses Luftfilters ist vom Puch Sport. Gibt mehr Durchlass, kann mit dem Pfropfen gut variiert werden, was beim Velux nicht so optimal ist. Die sind gut für Original, so mit der Endkappe natürlich noch. Aber im Sport-Endstück ist natürlich mehr möglich. Eigentlich gar nicht eine schlechte Voraussetzung für unser Tuning-Vorhaben. Dann haben wir dazu noch den Vergaser selbst. Ziehschlauch lösen, Klemmschraube anlösen, Vergaser leicht bewegen, ausfahren. Dann können wir noch das Gaskabel rausnehmen, die Stellschraube noch lösen. Wenn zum Beispiel jetzt beide Vergaser vom Hersteller Swing sind, dann können wir eigentlich dieses Rohr übernehmen. Wir haben hier auf dem neuen Vergaser genau denselben Rohrbogen wie hier auch. Entsprechend kann man sagen, gut, man kann den Rohrbogen übernehmen oder natürlich auch gleich nur die Stellschraube, weil das Gaskabel lässt sich durch den Rohrbogen ziehen mit dem Nippel unten, damit man nicht unbedingt ein neues Gaskabel verbauen muss. Wichtig ist aber, achtet darauf, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel einen 17er Vergaser nehmt und hier höher hochziehen müsst, dass das Kabel auch genügend lang ist, weil beim 15er Vergaser muss hier 15 mm gearbeitet werden. Und hier natürlich 17 mm. Also es gibt natürlich Fälle, wo ein neues Gaskabel unabdingbar ist. Wer ein neues Gaskabel einziehen will, schaut oben rechts, Tutorial Nummer 39. Wir bauen heute kein neues Gaskabel ein. Ich kann die vorhandenen Stellschrauben und Rohrbogen noch verwenden. Entsprechend drehen wir den Kopf kurz weg. Wir haben noch den Ansaugstutzen, den wir noch entfernen. Kennen wir, ist ein bisschen ein Gefummel beim Velux, aber es geht. Auf der anderen Seite auch noch eine Mutter. Jetzt kann ich den Ansaugstutzen herausheben. Das war 15 mm. Um die Dichtung zu entfernen, empfehle ich ganz klar diesen Dichtungsschaber, den wir im Shop haben. Ganz ein gutes Tool, ohne da irgendwelche Dichtflächen zu verkratzen, aber doch mit guter Kraft dahinter. Wer die Fingernägel schonen möchte, hat hier den verlängerten Fingernagel. Ich habe die Dichtung komplett angelöst, ich kann sie nun rausheben. Es kann auch sein, dass die Dichtung zerstört wird bei der Demontage. Ja, das ist so. Wir schauen, der Kolben ist so vor dem Einlass, dass nichts hereinfallen kann. Das ist schon mal das Wichtigste. Falls da irgendwas dann hereingeht, könnt ihr das mit der Pressluft kurz rausblasen. So haben wir kein Problem. Diese Dichtung hat jetzt Glück, die ist noch absolut intakt. Und nun wären wir bereits so weit, dass wir die ganze neue Geschichte montieren können. Der neue Stutzen ist wieder das erste. 17 mm Swing High-End. Richtig coole Sache. Ausgefräst, damit wir Platz haben für die Mutter. Dann brauchen wir Dichtungen. Die sind im Shop verlinkt entsprechend. Auch unten seht ihr es in der Beschreibung, was wir hier verbauen. Dichtungen
werden bei mir immer mit nicht aushärtender Dichtmasse, dazu zum Beispiel das T2-Kyrill, benetzt. Reibe ich mit dem Finger leicht ein, in meine Seite, ziehe es mir durch die Finger durch, dass wir hier wirklich gut geschmiert haben. Das Schöne ist, wer mal auf einer Tour ist und eine Dichtung entfernen muss, hat mit dieser Methode sehr viele Optionen, dass er sie wieder ganz rauskriegt. Sonst brennt die Dichtung an auf der Dichtfläche, wenn man die trocken drauf wirkt, und die kann niemals mehr intakt entfernt werden. Und wer auf einer Tour mal irgendwas schlüsseln muss und natürlich nicht neue Dichtungen dabei hat, der ist dann eben froh, wenn er die Dichtung wegkriegt und dann auch einfach wieder verwenden kann. Wir setzen diese auf und die zweite wird auch noch vorbereitet. Weshalb nehme ich hier zwei Dichtungen? Grund Nummer 1 ist, dass dieser Ansaugstutzen genügend hoch kommt. Er ist etwas tief in der Verbindung zum Ganzen. Vor allem der Erfahrung nach, wer mit großen 45 mm Velux-Zylinder diverser Hersteller fährt, der hat meist eine etwas zu tiefe Fläche dort. Also der ganze Einlass ist eigentlich etwas tiefer wie beim originalen Velux. Entsprechend sind wir ein bisschen höher mit zwei Dichtungen, nicht viel, aber ein bisschen. Der Grund Nummer 2 ist, wir haben eine bessere Isolation. Ihr wisst es selbst, bei vielen Moffas gibt es die gekrümmten Ansaugstutzen, wo dann hier die zwei Laschen so eine Banane nach unten machen und hier auch nach unten. Das passiert eigentlich nur dann, wenn vom Zylinder her zu viel Hitze an den Stutzen geleitet wird und der sich somit durch den Druck der Schrauben außen auch noch verkrümmen kann. Das passiert mit der Zeit. Ihr kennt das von alten Puch Maxis zum Beispiel. Dass das nicht passiert, brauchen wir hier eine möglichst gute Hitzebrücke. Das heißt, also eine Hitzesperre sozusagen, Hitzeblock, damit die Hitze eben nicht vom Zylinder perfekt auf das hochleitende Alustutzen gelassen wird, arbeite ich mit zwei Dichtungen. Bereits können wir den Stutzen aufsetzen. Jetzt da die Dichtungen drauf, die drückt es auch noch ganz nach unten, wenn der Stutzen kommt. Wir sind unten. Können wir wieder unsere Scheiben und Muttern ansetzen. Diese ist immer die erste auf der Seite, die zu einem guckt, weil man sonst die Mutter nicht mehr drauf bringt, wenn man schon zu tief sitzt. Also Mutter da ansetzen, auch hier wieder ganz leichtes Gefummel. Diese Seite ebenfalls ranfummeln. Dann wieder ganz normal anziehen. Wer hochwertige Stehbolzen verbaut hat an seinem Zylinder oder originale Stehbolzen, da würde ich nicht über 8 bis 10 Newtonmeter gehen. Und wer die hochfesten Stehbolzen hat auch nicht. Und wer natürlich hier die ganz günstigen Stehbolzen hat, die es zum Beispiel bei Ersal-Zylinder-Kits dabei hat. Standardmäßige Ersal-Zylinder-Kits haben Stehbolzen, die nicht wirklich stabil sind. Dort dürft ihr überhaupt nicht festziehen. Also da würde ich maximale 8 Newtonmeter geben. Oder noch besser, Swing-Stehbolzen verbauen. Höhere Stahlqualität, höhere Festigkeit, dann ist das Problem auch erledigt. Nun können wir den Vergaser aufmachen, um das Kabel anzuhängen, damit wir den dann auch aufsetzen können. Es geht hier darum, wir sind in der zweitobersten Rille eingehängt. Das heißt, die Nadel hängt auf der zweittiefsten Position. In der Gasannahme merkt ihr sehr schnell, ob das Moffa zu fett oder zu mager hat. In der Gasannahme. Hier geht es wirklich nur um die untersten 15% der Drehzahl, die das Moffa liefert. Alles andere wird nicht mehr durch diese Nadel beeinflusst. Alles andere müsst ihr mit der Hauptdüse abstimmen. Aber auch da, Achtung, wer mit der Hauptdüse zu fett ist, muss mehr Standgas geben. Das heißt, Standgasschraube geht mehr rein. Das heißt, Gaskolben steht höher. Und wenn der Gaskolben höher steht, habt ihr entsprechend wieder die Nadel höher und fetteres Gemisch.
Entsprechend, wer mit fetterer Hauptdüse fährt, muss dann vielleicht die Nadel wieder mit dem Clip halt höher einhängen, um die Nadel tiefer zu setzen. Da werdet ihr schon noch etwas machen müssen. Die Abstimmung dieses Vergasers ist nicht ganz so einfach. Es hat nur eine Hauptdüse und wir sind trotzdem schon auf 17 mm. Das darf nicht unterschätzt werden. Die meisten Racing-Vergaser, 17 mm von Dell'Orto oder Polini, haben diverse Nebendüsen, Leerlauf, Gemischregulierschrauben und so weiter. Das haben wir hier alles nicht. Wir sind immer noch auf einem ganz einfältigen Vergaser, wie man es halt kennt. Und halt doch mit viel Durchmesser entsprechend. Ja, gebt euch Mühe beim Abstimmen. Wie man den Vergaser abstimmt, seht ihr im Tutorial Nummer 8 hier oben verlinkt. Nun, bevor ihr den Vergaser aufsetzt, an den O-Ring denken. Das ist wirklich eine gute Sache, dichtet wirklich. Die meisten Wing-Vergaser haben alle Falschluft zwischen Vergaser und Ansaugstutzen. Der O-Ring behebt dieses. Viele Moffas, die laufen trotzdem tadellos, ob jetzt dieser O-Ring drin ist oder nicht. Ja, das stimmt so. Und originale 12er Vergaser bei vielen Puch-Versionen, die hatten original auch kein O-Ring drin. Bei den neueren Versionen waren die O-Ringe dann standardmäßig verbaut und das darf man nicht unterschätzen. Wir empfehlen hier ganz klar, den O-Ring zu verbauen. Vergaser nehmen, O-Ring schön reinschieben, dass er wirklich schön sitzt. Da ist der O-Ring jetzt drin, ihr seht es. Und dann können wir den Vergaser aufschieben. Bisschen Druck nach hinten geben, wenn er gerade steht. Druck nach hinten. Ihr müsst sowieso auch mit den Seitenschützern dann schauen. Die meisten Velux-Seitenschützer original sind ja oben hier zu, haben nur hier eine Ecke für die ganz kleinen SRA-Vergaser. Aber beim Bing-Vergaser, beim SRE oder jetzt bei dieser Spezialversion braucht es natürlich ein bisschen vergrößerten Ausschnitt am Seitenschutz. Den haben wir hier aber bereits. Da müsst ihr auch ein bisschen schauen. Der Ausschnitt ist so, dass der Vergaser da nicht so steht, sondern es muss so sein, dass ihr aus dem Ausschnitt kommt. Ein bisschen Druck nach hinten gebe ich gerne und dann ziehe ich die Schraube an, die Klemmschraube am Vergaser um den Stutzen. Auch diese Klemmschraube ist dazu da, im vorgesehenen Drehmoment anzuziehen, genauso wie beschrieben in unserem Produktbeschrieb. Das sind irgendwo um die 2-3 Newtonmeter, mehr nicht. Wir reden hier von einem Schlitzschraubendreher, moderat angezogen, bisschen Handgelenkdruck darf sein, aber nicht diesen da und schon gar nicht mit der Ratsche oder so, da hat man immer zu viel Zug. Nun können wir auch noch kurz den Benzineinlass richten, dass er so steht, wie wir ihn wollen. Ich gehe jetzt hinter dem Kupplungskabel durch, so wie es der Besitzer gerne hat. Und dann ziehen wir da wieder an, dass das stimmig ist. Der Vergaser ist montiert. Jetzt können wir einen Test machen. Stimmt dann alles? Das mache ich immer sehr gerne. Chock runter, ist die Platte unten? Jawohl, richtig. Einmal Gas geben. Aha, Chock kommt hoch. Wenn der Chock oben ist, reinschauen. Wie sieht es da aus? Aha, Chockplatte und Gasschieber sind komplett aus dem Weg. Ich sehe durch ein rundes Loch rein und es ragt nichts mehr in diesen Durchlass rein. Dann haben wir auch Vollstrom bei Vollgas. Sonst wird das Moffa euch längerfristig verarschen, wenn solche kleinen Sachen nicht stimmen. In unserem Fall beim 17er Vergaser gibt es zwei Versionen. Das erste, wie schon hier glücklicherweise, mit dem Sportluftfilter. Ihr könnt das Endstück des Sportluftfilters nehmen, habt hinten 2 cm rundes Loch, Einlass. Das ist natürlich super auf so einen großen Vergaser. Da könnt ihr dann mit einem Pfropfen arbeiten. Der Vorbesitzer hat hier so eigentlich gute Arbeit geleistet. Er hat den Pfropfen bereits drin und hat ihn schon ein bisschen optimiert. Also er hat da im Querschnitt einen gewissen Einlass durchlässig gewünscht. Und das stimmt so nicht schlecht. Auf dem 15er Vergaser hat auch in etwa die Fläche eines 15er Vergasers. Das Sieb
hat er den Schaum drin. Da können wir ja jetzt mit Schaum oder Racing Luftfiltersieb arbeiten. Er hat Racing Sieb und hinten noch den Schaum. Schaum draufgeklebt. Das sind alles Versionen, wie man arbeiten kann, damit kein Schmutz reinkommt. Wir haben gut Einlass. Jetzt beim 17er Vergaser könnten wir hier theoretisch offen lassen oder müssten dann vielleicht den Pfropfen noch ein bisschen mehr rausnehmen, dass wir wirklich gute Luftmenge haben. Ich sage immer, die optimale Luftmenge ist natürlich etwa die der Vergaser reinkriegt im Querschnitt. Also wenn wir hier einen Querschnitt haben von, ich weiß nicht, was sind das, vielleicht 280 Quadratmillimeter oder sowas, dann macht es Sinn, dass man hier den etwa selben hat. Dazu noch eine leichte Filterung dazwischen, dann haben wir einen leichten Widerstand und da können wir mit der Düse danach schön arbeiten. Die zweite Version ist natürlich der offizielle Velux Luftfilter. Ihr braucht hier jetzt keine Übergangshülse mehr wie beim 15er, weil wir haben hier einen 23 mm Anschluss, das passt einfach so, Plug and Play drauf. Aber natürlich, Lufteinlass ist hier massiv kleiner, da müsstet ihr optimieren. Die meisten haben ja hinten dann auch noch das Endstück, das blecherne Endstück des Velux. Hier schön und gut mit dem Chock drauf, braucht ihr nicht mehr, Chock ist neu hier. Dann habt ihr noch weniger Einlass. In diesen Fällen gibt es dann eigentlich keine andere Version mehr, weder hier in dem Bereich mit 2 Achterlöchern zu arbeiten. 2 8 mm Löcher, mit diesem Loch zusammen seid ihr dann in einem normalen Einlassbereich, wo auch für den potenten Vergaser etwa in die richtige Richtung geht. Auch hier jetzt, wenn wir so einen verbauen würden, natürlich kurz das Racing Sieb einsetzen, dann sind wir schon gewappnet für die ganze Geschichte. Jetzt könnte man so machen, da holen wir aber noch die Bride oder das Endstück, besser gesagt das Endstück, um so zu fixieren. Brauchen wir nun nicht. Unser Fahrer schwört auf seine Version. Da darf er dann, wie gesagt, selber abstimmen, wie man den Vergaser genau abstimmt. Vor allem bei diesem auch die Nadel mit integrieren, wie man das grundsätzlich mit der Hauptdüse macht. Plus bei dem Vergaser müsst ihr einfach noch mit der Nadel spielen dazu. Das seht ihr in Tutorial Nummer 8 hier oben verlinkt. Es bringt ordentlich Leistung, ihr habt wirklich Wumms, vor allem mit großen Zylindern, in Kombination mit 45 mm oder so, sind das strenge Geschichten. Gebt Acht auf eure seltenen Rohrrahmen. Die können natürlich auch brechen, wenn der Motor zu viel Leistung bringt, aber alles in allem natürlich eine coole Sache. Ich wünsche euch in diesem Sinne ganz schönes Schrauben und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.